Der Supermax Sport ist der Hypersport-Reifen und die Speerspitze im Programm von Maxxis. Wie sich der Reifen im sportlichen Straßeneinsatz schlägt, erfahrt ihr nach dem Intro. Hallo bei BikeReifen24. Heute haben wir den Maxxis Supermax Sport MA-SP für euch auf der GasGas SM700 auf der Landstraße im Test. Obwohl es den Reifen schon längere Zeit in Asien und Südostasien auf dem Markt verfügbar gibt, ist dieser erst in der Saison 2024 zu uns nach Deutschland gekommen. Das hat uns dann sehr neugierig gemacht, was der günstige Budgetreifen auf einer Straßenmaschine im sportlichen Straßeneinsatz leisten kann und ob er eine Alternative zu waschechten Markenreifen wie dem Michelin Power 6, Bridgestone Buttlugs S23 oder sogar zum Conti Attack SM2 ist. Prinzipiell und auf den ersten Blick überzeugt der Supermax Sport auf jeden Fall einmal mit einem sehr attraktiven Preis. Rund 220 € für einen Supermotorsatz und 240 bis 250 € für einen Supersport oder Hypernaked Bike Satz ist schon eine richtige Ansage. Und wenn er nur ansatzweise das hält, was er auch auf dem Papier verspricht, dann wäre der Supermax Sport wirklich eine exzellente Wahl für alle, die auch ein bisschen beim Reifenkauf sparen möchten. Der Supermax Sport ist laut Maxxis ein waschechter Hypersportreifen, der zwar primär für die Straße entwickelt wurde, aber auch auf der Rennstrecke eingesetzt werden kann. Und er bringt eine Vielzahl an hochwertigen Technologien mit, die man so in diesem Preissegment gar nicht erwarten würde. So hat der Supermax Sport SP zum Beispiel einen Dual Compound, was verschiedene Mischungszonen mit sich bringt und somit eine erhöhte Laufleistung auf der Lauffläche und einen verbesserten Grip an den Reifenflanken liefern soll. Außerdem soll die Spiralbeltkonstruktion eine gute Eigendämpfung und ausgezeichneten Straßenkontakt liefern. In Kombination mit der optimalen Profilanordnung soll ein sehr hoher Anteil an Slickfläche entstehen, der eben dann mehr Grip in allen Schräglagen liefert. Außerdem kommt ein progressiver Stahlgürtel zum Einsatz, sprich er ist auf der Lauffläche etwas härter gestaltet, im Mittelteil des Reifens in Richtung Flanke dann etwas weicher und ganz an der Flanke dann am weichesten, was eben permanent optimalen Kontakt zur Fahrbahnfläche garantieren soll. All diese Technologien, die kommen eigentlich nur bei höherwertigen oder hochpreisigeren Reifen zum Einsatz und hier sieht man wirklich, dass sich Maxxis Gedanken gemacht hat und auch wirklich gut Entwicklungsarbeit in diesen Reifen gesteckt hat. Auch die verfügbaren Größen des Maxxis Supermax Sport sind sehr interessant. So gibt es den Reifen von 110 bis 190, sprich man kann ihn auf kleinen Sportlern einsetzen, man kann ihn auf Supermotors einsetzen, man kann ihn auf Hypernakeds einsetzen und man kann ihn sogar auf Superbikes einsetzen, was eben ein extrem breites Anwendungsgebiet verspricht und somit der Reifen auch wirklich für viele sehr interessant sein dürfte. So, doch nun einmal genug der ganzen Theorie, wollen wir uns einmal dem realen Straßentest widmen. Nur eines kurz vorweg, wir haben den Reifen direkt nach dem Conti Attack SM2 auf der GasGas SM700 gefahren, haben somit wirklich einen sehr guten Vergleich zwischen dem Top-Reifen aktuell auf dem Markt und dem Budget-Reifen von Maxxis, was halt auch wirklich jetzt hier einen zuverlässigen Testbericht ermöglichen sollte.
Schauen wir uns einmal den Grip und das Wärmeverhalten des Maxxis Supermax Sport an. Und zwar ist es so, dass der Reifen relativ gut auf Temperatur kommt und diese auch schön lange hält. Sprich, im Straßeneinsatz ist es wirklich ideal. Die Aufwärmzeit ist vorhanden, aber sie ist nicht wirklich lange. Und wenn er dann einmal auf Temperatur ist, kann man dann auch über längere Etappen gemächlicher fahren, ohne dass der Supermax Sport seine Temperatur wieder verliert. Sprich, er ist sehr einfach im idealen Temperaturbereich zu halten, was ihn sehr, sehr tauglich für den Straßeneinsatz macht. Worauf aber besonders zu achten ist, wenn ihr den Reifen neu aufzieht: Der Reifen möchte gut und lange eingefahren werden. Am Anfang rutscht er doch ein wenig arg. Hier sollte man wirklich mit Vorsicht den Reifen einfahren, danach ändert er sich aber tatsächlich schlagartig. Wir haben am Anfang wirklich Böses vermutet, haben gedacht, oh mein Gott, der wird nicht funktionieren. Aber sobald er eingefahren ist, ändert er sich schlagartig und funktioniert super. Wir haben den Reifen bei kühleren Temperaturen gefahren, aber auch bei Temperaturen um die 25 Grad. Hier muss man sagen, dass er auch bei kühlen Außentemperaturen und relativ kalter Fahrbahnoberfläche sehr gut funktioniert hat. Natürlich kam es bei provozierender Fahrweise mit Gasstößen übers Hinterrad im Temperaturbereich unter 20 Grad schon hin und wieder zu Rutschern bzw. zum Eingreifen der Traktionskontrolle, aber sobald der Temperaturbereich dann wirklich über 20 Grad liegt, haben wir den Reifen sehr, sehr sportlich gefahren und kaum Probleme mit dem Beschleunigungsgrip am Hinterrad gehabt. Sprich, er lässt sich auch mit forscher Fahrweise durch die Gashand auf einer relativ leistungsschwachen Maschine so im 70 bis 100 PS Bereich nicht aus der Ruhe bringen. Das Vorderrad hingegen ist wirklich sehr, sehr vorbildlich gewesen in allen Temperaturlagen. Sprich, wir haben den Reifen extrem vorderradlastig gefahren, stark in die Kurven hineingebremst. Und hier haben wir nicht festgestellt, dass es irgendwie zum Rutschen kam, dass er irgendwie kein Vertrauen liefert. Er ist hier wirklich sehr vorbildlich und auch das ABS-System hat während unseres gesamten Tests beim extremen Bremsen über die Vorderachse nicht einmal ausgelöst, was wirklich für den Vorderradgrip des Maxxis Supermax Sport spricht. Im Hinblick auf den Nassgrip ist es so, dass wir eben nasse Straßen eher meiden und daher den Maxxis Supermax Sport nicht bei Regen gefahren haben. Wir sind aber durch einige Waldstrecken gefahren, wo noch leicht feucht, schmierige Stellen waren. Und selbst wenn man auf diese auffährt, ist es nicht so, dass der Supermax Sport sofort ins Rutschen gerät. Man kann seine Pace also wunderbar halten. Sprich, feuchte Straßen sind aus unserer Sicht für den Supermax Sport kein Problem, sofern man einigermaßen mit Verstand weiterfährt. Hier gibt es eigentlich nicht viel zu bemängeln. Da funktioniert er. Stehendes Wasser und Regen konnten wir leider nicht testen. Da aber der Profilschnitt doch schon sehr üppig ausfällt, können wir uns gut vorstellen, dass der Supermax Sport auch gut stehendes Wasser verdrängt und hier mit seiner Full-Silica-Mischung generell im Regen und auf nasser Straße auf keinen Fall versagt. Wie schon gesagt, wir haben ihn nicht ausführlich im Regen getestet. Leicht feuchte Straßen können wir aber mit gutem Gewissen bestätigen, dass er dort funktioniert. Wie verhält sich der Supermax Sport auf der Bremse? Hier war es so, dass wir den Reifen sehr stark in die Kurven hineingebremst haben. Das Kurven-ABS hat niemals ausgelöst. Das Bremsfeedback war generell gut an der Vorderachse, allerdings natürlich nicht auf dem hohen Niveau von einem Attack SM2 oder Attack SM Evo. Die sind da schon nochmal eine Klasse höher, aber da muss man schon sehr, sehr extrem übers Vorderrad fahren, dass man hier auf hohem Niveau jammern kann. Generell muss man sagen, hat uns der Reifen beim Bremsen auf der Vorderachse sehr gut gepasst. Am Hinterrad war es halt so, dass der Supermax Sport dann doch eher
zum Ausbrechen neigt, sprich wenn wir den Supermoto-Modus mit deaktiviertem ABS an der Hinterachse gefahren haben und das Rad zum Blockieren gebracht haben. Erstens blockiert es relativ schnell, also der Bremsgrip an der Hinterachse ist nicht extrem hoch, da ist der Bremsgrip von anderen Reifen deutlich höher, aber hinzu kommt eben noch, dass der Reifen dann sehr, sehr leicht über den Asphalt schlittert und auch zur Seite ausbricht und wenig Stabilität oder Bremsstabilität auf der Hinterachse liefert. Das ist vielleicht cool, wenn man mit der Supermoto in Kurven sliden möchte oder solche Stunts üben will, aber auf der Straße eher etwas intransparent. Trotzdem muss man sagen, ja, lässt man das ABS an, gibt es hier überhaupt keine Probleme. Das ist halt wirklich nur im Supermoto-Modus auf der SM700. Für uns daher jetzt kein extremes Ausschlusskriterium, wir wollten es hier einfach nur erwähnen. Der Fahrkomfort des Reifens geht wirklich in Ordnung, hier konnten wir gar nichts Negatives feststellen. Er hat eine relativ gute Eigendämpfung, ist schön abgestimmt und lässt sich auch auf schlechten Straßen gut fahren, funktioniert er auch vom Gripniveau gut und im Hinblick auf den Fahrkomfort für einen Hypersportreifen gibt es hier absolut nichts zu bemängeln, ist auf jeden Fall auch tourentauglich und eine Empfehlung in diesem Punkt. Der Reifenverschleiß und das Reifenverschleißbild ist ebenfalls ein Punkt, der sehr überzeugen kann beim Supermax Sport. So ist er extrem widerstandsfähig und verschleißfest. Auch der lange sportliche Einsatz auf kurvigen Waldstraßen, bergauf, bergab, lässt den Reifen beinahe vollkommen unbeeindruckt. Also die Reifenoberfläche ist immer schön glatt und reißt nicht auf. Beim Auflegen der Hand kann man dann auch sogar feststellen, dass der Reifen trotzdem schön auf Temperatur ist. Also wirklich sehr, sehr vorbildlich. Hinzu kommt halt, dass der Supermax Sport primär für Südostasien und andere heiße Länder entwickelt wurde. Sprich, er hat halt auch eine gewisse Hitzeresistenz, die er mitbringt, und selbst im Hochsommer schmiert er hier nicht ab oder neigt zu übermäßigem Verschleiß, was wirklich eine gute Eigenschaft ist. Trotzdem ist er halt auch im Kaltlauf oder beziehungsweise bei kalten Temperaturen so performant, dass er überzeugen kann. Also im Hinblick auf den Reifenverschleiß echt eine gute Sache, was der Supermax Sport da liefert. Die Laufleistung des Supermax Sport haben wir nicht komplett feststellen können, weil wir den Reifen vorher ausgetauscht haben. Aber rein rechnerisch, also wir haben das Ausgangsprofil und das Endprofil ermittelt und dann anhand der gefahrenen Kilometer rein rechnerisch ungefähr eine Laufleistung von 5500 Kilometern auf der GasGas SM700 ermittelt, was aus unserer Sicht im normalen Mittelfeld für Hypersportreifen liegt oder schon eher im oberen Mittelfeld für Hypersportreifen und somit vollkommen in Ordnung geht. Weitere Werte rund um die Laufleistungen findet ihr auf bikereifen24.de in unserer Hitliste, wo wir alle unsere getesteten Reifen immer mit der Laufleistung niederschreiben. Die Fahr- und Kurvenstabilität des Maxxis Supermax Sport ist ebenfalls vorbildlich. Er ist vielleicht nicht ganz so fein abgestimmt oder ganz so, ja, wie soll man sagen, ganz so transparent und präzise wie ein Sportattack 4 oder wie ein S23, aber er macht es wirklich extrem gut, vor allem auch im Hinblick auf den Preis kann man sagen, hier kann man auch keine negativen Punkte finden. Der Supermax Sport fährt sich wunderbar stabil und benötigt auch in schnellen und langgezogenen Kurven so gut wie keine Führungskraft, vor allem auf einer Supermoto mit diesem hohen Schwerpunkt ist es oft ganz anders. Da verhält sich der Reifen aber wirklich top. Er folgt der Spur absolut präzise und vermittelt eine vertrauenserweckende Stabilität in allen Fahrsituationen. Nur dann in ganz, ganz tiefer Schräglage konnten wir ja wie ein leichtes Abkippmoment feststellen, sprich man fährt in der langgezogenen Kurve eine gewisse Schräglage, möchte diese Schräglage noch weiter erhöhen, dann hat er dieses
Gefühl oder vermittelt er dieses Gefühl, dass er noch ein bisschen reinkippt. Das fühlt sich jetzt nicht ideal an, ist aber auch nicht wirklich gefährlich. Es ist auch sehr gering ausgeprägt, aber wir konnten es eben spüren. Aber wir sind auch sehr, sehr sicher, dass man sich da relativ schnell dran gewöhnt. Das haben auch andere Hypersportreifen und das ist vielleicht so dieser kleine Punkt, den wir bei der Stabilität als negativ bezeichnen können. Im Hinblick auf die Agilität funktioniert der Supermax Sport bei niedrigen Geschwindigkeiten sehr, sehr stabil und überzeugt mit einem angenehmen Einlenkverhalten. Also er ist nicht hypernervös auf der Vorderachse oder generell in seinem Fahrverhalten. Er braucht aber auch nicht viel Nachdruck, sprich er fährt stabil, leichtfüßig um die Kehren, auch Spitzkehren macht er da wunderbar ohne viel Nachdruck mit. Generell ist der Reifen vielleicht nicht der agilste auf dem Markt, aber er bietet eine sehr schöne und ausgewogene Mischung aus Agilität und Stabilität. Das könnte sehr vielen Fahrern gefallen. Nur Personen, die vielleicht extrem agile, nervöse Reifen mögen, könnten sagen, okay, der ist mir ein bisschen zu störrisch. Wir fanden das Fahrverhalten aber gerade auf so agilen Maschinen wie der Supermoto fast perfekt. Aufstellmoment hat der Supermax Sport MA-SP leider ein wenig zu verzeichnen, sprich beim Bremsen in tiefer Schräglage neigt er ein bisschen zum Aufstellen und beim Hineinbremsen in die Kurve und dann beim Loslassen des Bremshebels kippt er ein bisschen ab. Prinzipiell ist es nicht extrem ausgeprägt, es ist aber da, sprich er fährt nicht komplett neutral. Im Endeffekt war es jetzt nicht so, dass es uns extrem gestört hat, man gewöhnt sich relativ schnell dran, aber auch viele andere Hypersportreifen, die deutlich mehr Geld kosten, haben dieses Problem oder beziehungsweise haben wir dieses Fahrverhalten feststellen können. Von daher würden wir sagen, schenkt er sich nichts zu vielen anderen Mitbewerbern. So, kommen wir einmal zum Fazit. Und zwar ist der Supermax Sport aus unserer Sicht wirklich ein empfehlenswerter Reifen, der über den Preis sehr, sehr attraktiv wird. Wir sind ohne große Erwartungen an diesen Test herangegangen und haben in der Einfahrzeit schon Schlimmes vermutet. Nachdem der Reifen aber eingefahren war, konnte er sich relativ schnell beweisen und sein volles Potenzial zur Schau stellen und das wirklich für 220 € Satzpreis. Da mussten wir schon staunen, was da inzwischen möglich ist. Natürlich darf man jetzt hier mit dem Supermax Sport keinen S23 oder Michelin Power GP2 oder was auch immer erwarten. Dafür müsste man dann halt 70 bis 90 € mehr in die Hand nehmen. Wer aber sagt, ich brauche nicht dieses ganz extreme, perfekt abgestimmte, mir reicht ein Reifen, der alles sportlich gut kann, ja, dann spare ich mir die 70, 80, 90 € und greife zum Supermax Sport, weil der kann eigentlich alles relativ ähnlich gut und überzeugt noch mit einem sehr attraktiven Preis. Außerdem ist natürlich noch die Optik aus unserer Sicht auch ein Faktor, den man nicht vernachlässigen sollte. So finden wir, dass der Supermax Sport sehr ansprechend aussieht. Vor allem, er kommt extrem breit rüber. Der 160er Reifen auf der GasGas SM700, muss man sagen, der sieht fast aus wie ein 180er, weil er extrem breit baut und das macht schon was her. Prinzipiell wird das auch bei den 180er und 190er Größen nicht anders sein. Auch durch seine Profilgestaltung wirkt der Reifen generell sehr breit, was wirklich gut rüberkommt. Von uns erhält der Maxxis Supermax Sport tatsächlich auch das Prädikat sehr empfehlenswert. Eigentlich bekommen diese Auszeichnung nur wirkliche Hypersport-Top-Reifen, aber der Supermax Sport, der macht alles dermaßen gut und das in Kombination mit einem attraktiven Preis, dass wir sagen, ja, dieses Gütesiegel bekommt er von uns, wir können ihn uneingeschränkt und
wirklich einem großen Feld an Fahrern empfehlen. Und im Prinzip ist es halt so, dass wir den Reifen für Leute empfehlen, die sagen, ich bin ein Alltagsfahrer, will aber auch mal sportlich auf der Landstraße unterwegs sein. Oder ich fahre Supermoto, ich möchte damit auch ein bisschen Wheelie üben, ein bisschen auf dem Spot fahren, aber trotzdem nicht 300 Euro oder mehr für meinen Reifensatz ausgeben. Dann kann man sagen, greift zum Supermax Sport, der macht alles perfekt mit, ist ideal dafür geeignet und schont den Geldbeutel. Auf Hypernaked Bikes und Supersportlern sehen wir den Supermax Sport MA-SP übrigens tatsächlich auch. Hier macht er vor allem Sinn, wenn man sagt, ich bin jetzt kein Extremfahrer, der am Wochenende nur bei 30 Grad auf die Maschine steigt und dann 150 Kilometer Vollgas auf der Landstraße ballern geht. Wir sehen ihn dann für Leute, die sagen, ich will einen Reifen, der alles kann, der Allrounder ist, der haltbar ist, der sportlich ist und noch wenig kostet. Dann könnt ihr den euch auch auf die Supersport oder auf das Hypernaked wie die KTM 1290 Super Duke schnallen, gar kein Problem. Ich habe da wirklich keine Bedenken, persönlich, auch der Rest vom Team hat gesagt, könnte sehr gut funktionieren und vielleicht machen wir da ja nochmal einen separaten Test auf der KTM 1290 Super Duke, wie sich der Reifen halt eben auch auf einer wirklich leistungsstarken Maschine schlägt, die Reifen ja auch förmlich auffrisst. So, wir hoffen, dass euch unser Maxxis Supermax Sport MA-SP Test gefallen hat und wir wünschen euch jetzt eine schöne Saison und viel Spaß beim Motorradfahren.